Ich habe einen schönen Satz gelesen, AI will not replace you, but the person using AI will. Mein Name ist Jörg Heidrich, ich bin Fachanwalt für IT-Recht und beschäftige mich sehr intensiv mit KI-Recht, also alle Rechtsfragen rund um künstliche Intelligenz, und habe einen ausgesprochenen Faible für KI-Bilder und bin begeisterter Nutzer des Bildgenerierungstools Midjourney. Während die Welt von ChatGPT redet, passieren in den anderen Bereichen ganz fantastische technische Entwicklungen. Kaum jemand weiß und kriegt mit, was gerade im Bereich der Bild-KI passiert. Da gibt es Anbieter wie Midjourney, DALL-E ist relativ bekannt und die machen inzwischen Bilder, die nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sind. Und daraus resultieren tatsächlich eine ganze Menge neue Anforderungen an die Gesellschaft, weil wir zukünftig eben nicht mehr darauf vertrauen können, dass die Bilder, die wir sehen, dass die echt sind. Die werden nämlich in ganz vielen Fällen die KI generiert sein. Und darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Das wird die Gesellschaft verändern. Das wird jetzt schon in den Wahlkämpfen anfangen zum Beispiel und da sicherlich auch zum Teil ganz unangenehm werden. Und das Ganze hat insbesondere auch die Bild-KI, das geht aber auch für die Text-KI, hat noch einen anderen erheblichen Einfluss. Nicht weniger revolutionär als diese technischen Entwicklungen sind auch die juristischen Auswirkungen, weil es ist tatsächlich so, dass das Urheberrecht nur sehr bedingt in der Lage ist, mit diesen neuen technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Das ist ein ganz altes Recht, das kommt so von 1900, das ist natürlich in der Tat ein paar Mal überarbeitet worden. Aber das Ergebnis jetzt tatsächlich, wenn man ein KI-generiertes Werk sich rechtlich betrachtet, dann ist das nicht geschützt, weil hier eine Maschine letztendlich, ich mache den Knopfdruck oder ich gebe den Prompt ein und dann entsteht ein Ergebnis, auf das ich nur wenig Einfluss habe. Und deswegen argumentieren die Juristen, dass das, was da rauskommt, eben nicht von einem Menschen stammt, sondern von einer Maschine und deswegen eben nicht unter den Schutz des Urheberrechts fällt. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite ist es ein Segen, weil ich einfach die Bilder, die ich da extrahiere oder die Texte, die mir ChatGPT gibt, die kann ich frei verwenden, auf meiner Website, im kommerziellen Bereich. Das ist aber auch Fluch, weil das heißt nämlich auf der anderen Seite, jeder kann die verwenden. Die sind nicht mehr für mich geschützt. Und das heißt, wenn ich schöne KI-Bilder sehe zum Beispiel, und die gibt es ja im Web eine ganze Menge, dann kann ich die einfach für mich verwenden. Und daraus resultieren dann auch noch eine ganze Menge anderer juristischer Fragen, zum Beispiel die Frage, wie viel KI darf in einem Text sein? Ja, es wird ganz viel Text wird KI-mäßig bearbeitet. Wie viel darf ich da bearbeiten, damit der Text am Ende noch für mich geschützt ist? Oder umgekehrt, wie viel muss ich von einem KI-Text umarbeiten, damit ich daran die Urheberrechte habe? Auch das ist überhaupt nicht klar im Moment. Da wird noch viel Rechtsprechung erforderlich sein. Und das bedroht ganze Geschäftssysteme. Wenn man zum Beispiel mal an die Verwertungsgesellschaften denkt, VG Wort, VG Bildkunst, die alle natürlich darauf angewiesen sind, dass die Leute da ehrlich ihre Werke melden und dass die Werke urheberrechtlich geschützt sind. Und das ganze System wird vermutlich den Bach runtergehen, wenn Leute anfangen, da in hohem Maße KI-generierte Inhalte zu melden. Bei Bild-KI ist noch wichtig zu wissen, das, was da erscheint, also zumindest jetzt bei der aktuellen Technik, das ist nie ein einzelnes Bild oder ein einzelnes Abbild und die Personen, wenn sie nicht gerade ganz berühmt sind, die gibt es auch nicht. Wenn ich zum Beispiel der KI sage, mach ein Bild im Stile von Künstler XY. Das ist zulässig, so funktioniert Kunst. Schwierig wird es dann tatsächlich, wenn ich fremde Inhalte übernehme und daraus zum Beispiel was Neues mache, wenn ich zum Beispiel an das künstliche Lied von Drake denke. Da kommt man dann tatsächlich an rechtliche Grenzen. Da gibt es sowas wie das Recht an der eigenen Stimme und das ist ein Teil des Persönlichkeitsrechts und das könnte man dann in der Tat verbieten. Eine andere spannende Frage, die natürlich insbesondere Künstler, Fotografen, Autoren brennend interessiert, ist die Frage, muss ich das eigentlich dulden, dass die KI da auf meine Werke zugreift und sie indexiert, um dann ihre Ergebnisse auszuspielen? Da gibt es zumindest im europäischen Recht sogar eine interessante Antwort, ja, das muss ich. Das steht tatsächlich so eindeutig im Gesetz, dass Data Mining, also das Erfassen von solchen Daten, sowohl für gewerbliche Zwecke als auch natürlich für wissenschaftliche Zwecke frei möglich und verfügbar ist. Und deswegen besteht da erstmal kein Hinderungsgrund für die KI-Anbieter, sich da zu bedienen. Aber
Es gibt eine gute Nachricht, wer das jetzt per se nicht möchte, der hat die Möglichkeit eines sogenannten Opt-outs. Das heißt, er kann von sich aus erklären, dass er das nicht möchte, indem er einen bestimmten Text auf seine Website stellt. Da steht drin, im Prinzip, ich bin nicht damit einverstanden, dass die KI meine Inhalte erfasst. Und dann müssen die Anbieter das berücksichtigen. Ob die amerikanischen Anbieter das tun, ist nochmal eine spannende Frage. Die in Europa werden das sicherlich berücksichtigen müssen. Und das sind spannende Entwicklungen, die wir, wie gesagt, als Gesellschaft kaum auf dem Schirm haben, die ganz schwierig zu handeln sind, dass wir die KI bis zu einem bestimmten Punkt im Zaun halten, aber auch gleichzeitig nicht den Fehler machen, zu sehr zu regulieren. Da hat die Europäische Union angefangen, KI zu regulieren, und da sieht es im Moment tatsächlich so aus, als wäre das eine brutale Überregulierung, die uns in Europa dann auf einem Stand zurücklässt, wo wir mal wieder von amerikanischen Unternehmen abhängig sind, die diese Regulierung eben nicht haben und die sich frei entfalten können. Also wir leben in spannenden Zeiten, wobei in spannenden Zeiten zu leben eben auch ein Fluch sein kann. Und ich habe einen schönen Satz gelesen, AI will not replace you, but the person using AI will. Und deswegen seien Sie derjenige, der KI verwendet.